Also zwischen Kupfer und Kessel aufzuwachsen, ist schon was ganz Besonderes. Diese Geräusche im Hintergrund, ich höre sie eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Wenn wir Gäste haben, die wachen immer sofort morgens um 7 auf, weil es erst mal hämmert. Aber für mich gehört es irgendwie zum Leben dazu. Ich bin natürlich als kleines Kind schon hier durch die Werkstatt gelaufen mit meinem Uropa, mit meinem Opa. Und das hat mich mein ganzes Leben auch begleitet. Die Familie von Sebastian, Lukas und Clemens Müller baut Brennereien seit fast 100 Jahren. Der Grund, warum man Kupfer verwendet, ist sicherlich die gute Formbarkeit. Wir können Kupfer weich machen, wir können Kupfer härten durch Hämmern, wir können dem Kupfer die Form geben, wie wir wollen. Und obendrein bindet Kupfer Säuren beim Destillieren. In Tiergarten bei Oberkirch entstehen die Anlagen für Kirschwasser und andere Brände. Sebastian Müller kommt mit einem neuen Auftrag für eine kleine Brennerei fürs Ausland. Der Betriebswirt betreut internationale Kunden. Sein Bruder Lukas leitet die Werkstatt. Um einen Kessel fertigen zu können, müssen wir mal ganz grundsätzlich mit unseren Rohmaterialien starten. Das sind Kupfer, Edelstahl, Stahl. Wir bekommen das in Platten geliefert. Die kommen in verschiedene Größen, Stärken, je nachdem, was für eine Anlage wir bauen wollen. Und als erster Schritt müssen wir uns die zuschneiden. Den Zuschnitt übernimmt Christian Kempf. Der Kupferschmied rundet die Platte auch gleich zu einem Ring, zu einer sogenannten Kupferzarge. Da alles noch von Hand gefertigt wird, kann der Familienbetrieb in 4. Generation auf Kundenwünsche eingehen. Sie bauen hier maßgeschneiderte Anlagen. Also die Brennerei besteht aus mehreren Komponenten. Das ist zum einen der Kessel, der Hut, je nachdem eine Kolonne und ein Kühler. Und als allerersten Schritt produzieren wir erstmal den Kessel. Das Herzstück entsteht aus mehreren Bauteilen. Die Kupferzarge ist die erste Komponente. Patrick Vollmer orientiert sich an den Markern. Der Behälter- und Apparatebauer, wie der Kupferschmied heute heißt, formt die Zarge am Kraftformer zu einer Halbkugel. Dieser Kraftformer, der zieht nicht das Kupfer auseinander, sondern er staucht es. Also mit jedem Hammerschlag sozusagen wird das Kupfer gestaucht. Und je mehr wir drumherum fahren, also je öfter man auf der gleichen Stelle staucht, desto mehr Rundung entsteht. Am Rand wird öfters drumherum gefahren, dass wir mehr Rundung bekommen. Und in der Mitte wird nur wenig gestaucht. Im Kessel wird später das fermentierte Obst oder Getreide gebrannt, die sogenannte Maische. Wir haben da feste Maße, damit die Anlage relativ identisch bleibt. Ja, da muss man zwischendurch erstmal messen, damit man weiß, wie weit man schon ist. Der neue Pott wird 150 Liter groß. Kupferstauchen ist hier Familientradition. Schon der Uropa und Opa der Müller-Brüder haben mit einem solchen Kraftformer gearbeitet. Die Kupferverarbeitung ist quasi noch wie vor 90 Jahren, sehr traditionell. Das hat tatsächlich Qualitätsgründe. Dadurch, dass wir das Kupfer von Hand, also mit einem Kraftformer, verformen und nicht tief ziehen, können wir garantieren, dass wir eine gleichbleibende Materialstärke haben. Sprich, eine gleichmäßige Wandstärke sorgt für einen langlebigen Pott. Wir tun jetzt im Endeffekt den oberen Boden von der Blase formen. Und das ist im Endeffekt das gleiche Prinzip wie die Zarge auch schon. Bloß eben ist das jetzt eine Runde und die wird jetzt gerichtet, sodass die auf die Zarge passt. Ja, das ist im Endeffekt Handarbeit. Ich sag mal, es wird nicht jedes Teil gleich. Ist auch klar, ja, durch Optik, Erfahrungswerte kriegt man das dann
passend hin. Sobald man Kupfer verdichtet oder verformt, wird es hart. Und zum Weiterverarbeiten holen wir halt zum Endeffekt wieder weiches Kupfer. Hat uns jetzt dazwischen Glühe. Durchs Glühe hat der Kupfer die Eigenschaft, dass das dann weich bleibt. Und somit können wir es dann später weiterverarbeiten. Sobald Deckel und Zarge dunkelrot anlaufen, ist das Kupfer weich geglüht und damit wieder formbar. Jetzt heißt es warten. Circa 2 Stunden, bis die Hitze verflogen ist. Danach muss der bläuliche Zunder runter. Ja, das ist unser Friedhof, so nenne ich es. Also das sind Anlagen, die wir zurückkaufen oder die zurückkommen. Die werden teilweise verschrottet. Der ein oder andere wird hergerichtet und als gebraucht verkauft. Aber es sind auch so ein paar Museumsstücke dabei. Das ist beispielsweise eine Brennerei, die mein Opa damals gebaut hat, so wie die auch. Die werden dann auch hergerichtet als Dekoanlage beispielsweise. Also es gibt Fälle, da kauft ein Kunde eine neue Anlage und nimmt sich dann noch eine Dekobrennerei dazu. Wir haben einen Kunden in Thailand, da steht die erste im Flughafen, die zweite auf dem ersten Kreisverkehr und die dritte vor seiner Brennerei. Den Deckel haben wir jetzt abgesäuert und vorgehämmert, damit die Haube schön stabil oben in Form bleibt und relativ rund bleibt. Also wir heften jetzt den Deckel drauf, damit wir beide Bauteile miteinander verbinden können durch Schweiße. Bis die obere Brennblase fertig ist, wird der 33-Jährige noch ein paar Mal zu Hammer und Schweißgerät greifen. Mit dem sogenannten Heften fixiert er Deckel und Zarge provisorisch miteinander. Wir haben hier zum Teil Versätze drin, die tun wir als berichten. Das macht er auf dem Amboss. Dabei glättet er auch gleich die Heftnähte. Für den nächsten Arbeitsschritt braucht Patrick Vollmer eine ebene Fläche an der rund 30 Kilo schweren Halbkugel. Ja, im Endeffekt tun wir jetzt den Boden innen und außen einmal schweißen und danach wird dann die Schweißnaht unter der Flamme warm verhämmert. WIG Gasschweißen, Wolfram-Inert-Gasschweißen nennt sich das. Man hat diese Wolfram-Elektrode, die muss ganz spitz geschliffen werden, also zu einer spitzen Nadel. Dann hat man ein Schutzgas, in dem Fall Argon-Schutzgas. Und das Argon-Schutzgas schützt den zu schweißenden Bereich. Und die Wolfram-Elektrode, die wird bestromt. Man gibt dann noch von Hand einen Zusatzdraht dazu, damit man noch mehr Material dazu gibt. Und somit entsteht ein Lichtbogen, der dann die zwei Materialien zum Glühen bringt. Und dann verschmelzen die zusammen. Und so entsteht dann das Schweißbild. Also wir verhämmern jetzt die Schweißnaht unter der Flamme. Somit sind wir dann innen wie außen glatt, ohne zu schleifen. Und das Material durch das Warmverhämmern erzielen wir eigentlich Festigkeit, fast wie vom allgemeinen Grundblech.
Also die Schweißnaht ist dann innen wie außen unsichtbar. Die Arbeitsspuren poliert er noch aus dem Kupfer raus. Damit ist die obere Kesselhälfte, die sogenannte Kesselbrust, fertig geformt. Christian Kempf bereitet das Auslaufrohr für den Kesselboden vor. Hier fließt später der Rückstand nach dem Brennvorgang raus, die sogenannte Schlempe. Das Kupferrohr soll mittig und passgenau auf der unteren Brennblase sitzen. Die ist geformt und gefertigt wie die obere, aus Deckel und Zarge. Mit der Stichsäge macht Christian Kempf Platz für die Auslauföffnung am Pottboden. Die Kante wird noch entgratet. Erst dann kann er Auslaufrohr und Kesselboden miteinander verheften. Die beiden Bauteile sollen wie aus einem Guss aussehen. Drum greift auch er zu Hammer und Schweißgerät. Wie bei der Kesselbrust wird zuerst verhämmert und anschließend mit Wick innen und außen verschweißt. Auch diese Naht wird unter der Flamme nahtlos verhämmert. Mit dem Ziel, dass weder Maische noch Schlempe dran haften bleiben. Jetzt wird ausgehalst. Die Kesselbrust bekommt Löcher mit Halskrausen. So, jetzt wird der Kreis für die Aushalsung angezeichnet, damit wir an der richtigen Stelle das Loch rausbohren. Die Öffnungen sind fürs Befüllen der Maische, für Temperaturfühler und Schaugläser. Dazu bohren und stanzen sie sich schrittweise zur passenden Größe. Das erste Loch ist vorgebohrt für das Schauglas. Jetzt können wir eigentlich schon ans Stanzen gehen. Eigenes Verfahren. Ziehwerkzeug kommt rein. Von innen kommt die Schneide. Wird auf dem Gewindebolzen aufgedreht. Vor dem Aushalsen braucht es noch einen Zwischenschritt. Lukas und Christian entgraten und glühen die Löcher noch weich, damit das Kupfer an dieser Stelle nicht reißt. Danach wird ausgehalst mit dem sogenannten Ziehwerkzeug. Dieser Aushaltsprozess braucht ordentlich Kraft und dementsprechend Gewicht hat er dann auch, um diese Kraft herzustellen. Die Aushalsung ist gemacht. Jetzt haben wir eine schön ebene Fläche und jetzt können wir den Gewindestutze entsprechend perfekt anschweißen. Sie verwenden Kupfer unter anderem, weil es sich gut formen lässt. Wir bauen den Kessel aus 4 Bauteile zusammen. Das ist einmal das obere Stück von der Haube, die Zarge, die untere Zarge und der Boden. Hier ist eine Schweißnaht, die man jetzt noch erkennt, aber der ist auch noch nicht fertig. Hier wird später noch geschweißt und wir haben hier unten eine Schweißnaht. Und so werden aus 4 kleinere Einzelteile nachher das Gesamtwerk. Außerdem wegen seiner sogenannten katalytischen Wirkung beim Destillieren. Kupfer bindet in der Destillation schwefelige Gase oder Säure, bei denen gewisse Grenzwerte eingehalten werden muss. Und diese Gase und Säure, die werden wie in einer Patina an der Kupferoberfläche haften die an und wir können das dann anschließend durch die Reinigung entfernen.
Bernd Müller hat den Betrieb 1994 übernommen. Die Anfänge der Familiengeschichte des Kupferschmiedemeisters stehen noch heute in der Werkstatt, wie dieser Amboss. Auf ihm sind die ersten Kupferkessel verhämmert worden. Als mein Opa vor dem Zweiten Weltkrieg die Schmiede gründete, 1929, dann kam der Krieg dazwischen. Aber nach dem Krieg, ab 45 bis 50, hat sich nicht nur Deutschland, sondern auch die Landwirtschaft rasant verändert. Da kamen die Brennereianlagen und die Brennrechte wie aus dem Boden geschossen. Nach dem Krieg kam ein schwäbischer Wandergeselle hier an, aus dem Stuttgarter Bereich. Und er sagte, ich bin Kupferschmied, hätten Sie Arbeit für mich? Das war fantastisch. So hat sich das richtig entwickelt, von der Dorfschmiede, von der Hufschmiede zur Kupferschmiede. Mit diesem Hämmerprozess tun wir zum einen den Verzug, der beim Schweißen entsteht, wieder ausgleichen. Und zum anderen durch das Glühen beim Feuerverhämmern wurde das Kupfer wieder weich. Und mit dem Hämmern bringen wir wieder die Festigkeit ins Material. Und wir wollen, dass am Schluss das wie ein Ei ist, ein Bauteil. Der Hammer ist poliert, weil man, wenn der schmutzig wäre, würde man auch diese Schmutzpartikel, Staubpartikel oder Ähnliches in das Material reinarbeiten. Und wir wollen eine saubere, glatte Oberfläche. Man soll wirklich auch sehen, dass wir das von Hand verarbeitet haben und dass man jeden einzelnen Hammerschlag auch optisch sieht. Was in den von Hand gehämmerten Kessel kommt, wird auch von Hand gelesen und wächst gleich in der Region. Rund 8000 Brennereien gibt es in der Ortenau. Eine von ihnen ist der Obsthof von Klaus Zink in Renchen. Hier destillieren sie etwa Apfelbrand. Der Betrieb ist jetzt 1919 gegründet worden. Das war mein Opa. Und der hat damals bei der Gründung als erstes die Brennerei gebaut. Das hätte Ortschaften gegeben, da war in jedem Haus eine Brennerei. Aber mittlerweile hat sich das alles verändert. Es ist nicht mehr lukrativ. Also wir haben noch die Hälfte von dem, was wir mal gehabt haben an Brennereien. Und es schwindet weiter, weil früher hat man die Brennerei vererbt. Das war ein Brennrecht und jetzt ist eine Brenngenehmigung. Jeder, der ins Grab steigt, nimmt die Genehmigung mit. Destillen sind trotzdem weiterhin gefragt. Ein paar Orte weiter brennt auch Ludwig Hettich seit 1982. Erst vor wenigen Jahren hat er kräftig investiert und eine neue Anlage gekauft. Beheizt wird der Kessel mit Holz und Strom. Kürzlich hat er seine Destille auf Solarstrom umgestellt. Nun ist die Anlage für Jahrzehnte fit. Doch kein guter Schnaps ohne eine gute Destille. Willi Weber schweißt jetzt am Wasserbad, einem Behälter für den Kessel. Das Wasserbad kann man sich im Prinzip ähnlich vorstellen wie beim Schokoladenschmelzen. Hat man auch einen Herd, dann ein Wasserbad und dann eine zähflüssige Masse, in dem Fall die Schokolade. Hier auch eine zähflüssige Maische. Das hat einfach den Grund, dass die Maische nicht anbrennt. Verbrannte Maische verdirbt das Aroma. Heutzutage ist das Wasserbad aus Edelstahl. Früher war das Wasserbad aus schwarzem Stahl. Man weiß ja, Edelstahl ist nicht rostend. Stahl kann rosten und kann so durch irgendwann korrodieren. Bei Edelstahl haben wir diese Probleme nicht so wie bei Stahl. Deswegen wird heutzutage eine moderne Brennerei aus Edelstahl und Kupfer gemacht. Und früher war es halt Kupfer und Stahl. Der gelernte Schlosser verschweißt Boden und Wand im WIG-Verfahren mit Zusatzdraht und Wolframelektrode.
Ähnlich wie in der Automobilindustrie, da nennt man die Zusammenfügung von Karosserie und Motor die Hochzeit. Hier ist es auch das Herzstück, die Brennblase, wird mit einem Wasserbad verheiratet. Man sieht hier die Schweißnaht, die Verbindung zwischen Kupfer und Edelstahl. Das ist eine Besonderheit, weil zwei Materialien mit unterschiedlichen Schmelzpunkten zu verschweißen ist nicht ganz einfach. Das können wirklich nur die besten Schweißer, die besten Handwerker. Und dieser Auflagering ist eben die Auflagefläche zwischen Kupferbrennblase und dem Wasserbad. Im Schwarzwald können sie es. Sie verbinden Kupfer und Edelstahl miteinander. Für die nächste Schweißnaht muss das verheiratete Paar Kopf stehen. Jetzt wird der Auflagering mit dem Wasserbad verschweißt. Zuvor sind beide Bauteile verheftet worden. An einer Destille sind alle Bauteile aus Kupfer geformt und gefertigt, die direkt mit dem Alkoholdampf in Berührung kommen. Alle anderen sind aus Stahl und Edelstahl, wie das Wasserbad. Auch die nächste Komponente, der Kühler, ist aus Edelstahl. Hier haben wir jetzt die Besonderheit, dass wir hochwertiges Edelstahl verwenden, der noch resistenter ist gegen Rost. Und wenn wir dünne Bleche, wie zum Beispiel hier 1,2 mm Bleche, verschweißen, dann entsteht auf der gegenüberliegenden Seite von der Schweißnaht eine Wurzel. Und damit die nicht verbrennt, füllen wir die komplette Zarge mit Formiergas. Und dadurch können wir erzielen, dass sowohl innen und außen, also da, wo wir schweißen, und im inneren Bereich eine saubere Schweißnaht entsteht und dadurch auch der Edelstahl rostfrei bleibt. Wenn wir das nicht formieren würden, dann würde innen eine Zunderschicht entstehen und dadurch könnte selbst ein Edelstahl rosten. Den Kühler baut Thomas Huber. Ob ich irgendwie eine Leckage drin habe, ist sichtbar. Weil das hier später ein Kühler, der dicht sein muss. Das ist ganz wichtig. Wenn hier vorzeitig schon Undichtigkeiten gegeben sind, muss man die gleich jetzt schon beheben, wie erst später. Ein sichtbares Leck gibt es keins. Deshalb geht es weiter mit dem sogenannten Lochboden. Der kommt auf beide Seiten des Kühlers. In diesem Behälter wird später der Aggregatzustand gewandelt. Whiskydampf etwa wird hier zum flüssigen Alkohol. Dazu bringt der Behälter- und Apparatebauer Rohre an, pro Loch 1. 24 Mal heftet Thomas Huber den Boden mit den Stäben, zuerst von einer Seite, dann von der anderen. Danach wird beidseitig verschweißt. Der Alkoholdampf trifft jetzt hier auf den Lochboden, passiert die Röhrchen und dadurch, dass die Röhrchen hier mit Kühlwasser umspült werden, entsteht hier eine Kondensierung und dementsprechend läuft hier unten der Alkohol raus. Bis der erste Brand fließen kann, braucht es noch eine letzte Komponente, den sogenannten Hut. Lukas Müller poliert ihn. Der Wirtschaftsingenieur und Behälter- und Apparatebauer bringt ihn auf Hochglanz. Geformt ist er wie der Kessel in Handarbeit. Ein Hut kann verschiedene Formen annehmen. In Schottland eher so eine klassische Birnenform für eine Whiskydestillation. Bei uns ist die Form klassisch rund. Die hat mein Uropa damals für sich als Hutform entdeckt und dazu stehen wir nach wie vor. Der Hut hat die Bewandtnis, dass schwerer siedende Alkohole daran kondensieren, aber auch, dass beispielsweise schäumende Maischen dort Platz finden, damit dieser Schaum uns am Schluss nicht im Destillat ankommt. Und dadurch den Geschmack des Destillats beeinflusst. Die Grundbausteine sind fertig. Jetzt wird montiert. Sie beginnen mit der Brennkammer. Ich lege jetzt die Roststäbe rein für die Feuerung. Und die Schamottsteine noch. Auf diesen Stäben liegt das Holz. Und zwischen diesen Stäben ist 1 cm Luft, damit das Feuer von unten Luft bekommt.
Markus Gmeiner und sein Kollege Thomas Huber verschrauben die Anlage. Erst alle Bauteile im Zusammenspiel ergeben eine Brennereianlage. Wir montieren jetzt den Dephlegmator, auch Verstärker genannt. Der Verstärker trennt die siedenden Alkohole in Vor-, Mittel- und Nachlauf. Nur der trinkbare Mittellauf ergibt Edelbrände. Den Kühler schrauben sie neben den Verstärker. Und hier jetzt noch das Schauglas, dass man ins Innere von der Brennblase schauen kann. Das sogenannte Geistrohr leitet den Alkoholdampf vom Verstärker in den Kühler. Ich habe jetzt die Verbindung gemacht vom Geistrohr, habe das mit Wick geheftet, dass es nicht mehr auseinanderbricht und werde es dann später komplett verschweißen. Als nächstes montiere ich jetzt hier ein sogenanntes Tropfblech, damit, wenn der Deckel geöffnet ist, hier keine Maische runterläuft und eventuell in die Feuerung, weil Alkohol und Feuer ist gefährlich. Wir haben überall in der Brennerei solche Sprühköpfe, damit wir mit heißem Wasser den Brennkessel von innen sauber halten können. Und diese Sprühköpfe, wir haben eine für den Deckel, wir haben eine im Hutbereich, wir haben eine im Kurzerbereich, eine im Verstärker oben und eine im Kühler. Mithilfe des Rührwerks wird die Maische gleichmäßig erhitzt. Die Brennerei, die wir da haben, die hat 2 Befeuerungsarten, einmal Holz und einmal elektrisch. Das sind sogenannte Heizstäbe. Die baue ich jetzt ins Wasserbad ein. Zwischen Kessel und Kühler gehören noch Ventile und Wasserleitungen. Vom ersten Formen von Hand bis zum ersten Brennen vergehen rund 14 Tage. Trotz aller Handarbeit beim Herstellen, moderne Brennanlagen werden heute per Knopfdruck bedient. Das ist jetzt Sache von Clemens Müller. Mit dem Mechatroniker und Prozessmanager ist das Brüdertrio komplett. Ich komme immer dann zum Zug, wenn die Anlage quasi fast fertig ist. Also bevor sie dann ausgeliefert wird, werden alle elektronischen Komponenten am Brennkessel installiert. Dafür schließen wir alles einmal ein, schauen, ob alles funktioniert, machen einen Test. Und nachdem der Test absolviert ist, können wir die Anlage dann wieder auseinanderbauen und dann zum Kunde ausliefern. Auch er kennt die Werkstatt von Kindesbeinen an. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich und meine Freunde viel hier auch Blödsinn gemacht haben in der Werkstatt. War natürlich eine ideale Spielwiese für Räuber und Gendarmen. Sind wir natürlich wahrscheinlich auch den ein oder anderen Mitarbeiter als mal so ein bisschen auf den Senkel gegangen. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Konnten uns dann halt früher auch schon das ein oder andere Taschengeld dazu verdienen, indem wir ganz einfache Tätigkeiten übernommen haben, um uns dann die Gummibärchen beim Bäcker im Nachbardorf leisten zu können. Clemens Müller baut auf Wunsch auch smarte Anlagen. Früher hat man es immer auf dem Motor individuell ein- ausgeschaltet über einen Ein- Ausschalter. Mittlerweile hat man standardgemäß eigentlich bei jedem Brennkessel mal mindestens einen Schaltkasten mit dabei, wo die ganzen Komponenten angesteuert und auch abgesichert werden. Mittlerweile bauen wir die Anlagen auch mit Touchpanel, wo wir alles individuell ein- und ausschalten können. Oder sind auch schon smart unterwegs, dass wir die Anlagen über das Smartphone oder Tablet steuern und beobachten können. Vollautomatische Steuerung, da entwickeln wir uns natürlich ständig weiter. Aber im klassischen Kupferschmiedehandwerk, also wie wir das Kupfer verarbeiten, da möchte ich schon gern festhalten. Weil Tradition und Handwerk 4.0 auch beim Brennen von Grappa, Rum oder Schlibowitz funktioniert. Mein Vater in der 3. Generation und Sebastian und Clemens, ich jetzt in 4. Generation. Das sind natürlich schon große Fußstapfen auch, in die man da reindreht. Vom Schwarzwald bis zum Indischen Ozean brennen sie mit ihren Anlagen. Tradition, besonders hier bei uns, das traditionelle Arbeiten, das ist für mich schon sehr wichtig. Ich sehe natürlich am Ende, was für Produkte rauskommen und auch, wie zufrieden unsere Kunden dann sind. In 51 Ländern stehen Destillen, gefertigt mit Kupferschmiedekunst aus dem Schwarzwald. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.